Okay, hallo, guten Tag zu der Vorlesung Rechnerstrukturen. Gibt es etwas, um Übungen zu kommentieren? Das nächste Blatt ist schon draußen, und die Abgabe vom letzten Blatt war schon jetzt, also Blatt 2 ist jetzt auch offiziell schon länger draußen. Ja? Okay, Blatt 2 ist schon aus, so bitte nicht jetzt, um Blatt 2 zu arbeiten. Und? Nächste Woche Mittwoch ist Feiertag, es gibt dennoch ein neues Blatt. Ja, okay. Gut. Ja. Und nächster Dienstag ist kein Feiertag, ne? Aber es ist ein Feierabend. Mit der Trick und Trick, Trick or Treat, Trick X or Treat, and all the logic. Don't tell this to your friends, you will be unliked. Okay, good. So, wir haben bisher nichts über Rechnerstrukturen, nicht über die Strukturen von Rechnern gesprochen. Okay? Es gab bisher nur Mathematik und nur oder eins. Ja? So, was kennen wir bisher? So, wir kennen schon, dass wir können mit Binärdarstellungen, verschiedene Darstellungen, viele verschiedene Zahlen zu repräsentieren. Wir können mit drei Basisoperationen und Out und Negation, um alle boolische Funktionen zu realisieren. Natürlich, wir können auch einfach mit NAND oder NOT die Funktionen zu realisieren, aber das ist zu kompliziert für uns hier da zu machen. So, wir machen mit normalerweise und Out und Negation. Und warum brauchen wir solche Funktionen und Repräsentationen? Wir brauchen die Konzepte, um Schattennetze zu entwickeln. Die Schattennetze können wir benutzen, um Arithmetik zu berechnen, zu machen. So Addition, Multiplikation brauchen wir solche Schattennetze. Und natürlich jetzt, die Schattennetze ist Hardware. Okay. Machen wir in dieser Vorlesung nicht ganz genau Hardware. Wir können solche Schattennetze in MyTest zu realisieren. Sie können auch auf Papier anzuzeigen, aber wir machen in dieser Vorlesung kein Hardware hier zu bauen, dass man sie auch nicht in Hardware-Praktikum. In Hardware-Praktikum machen Sie mit einer Programmiersprache, so hier ist VHDL, um solche Schattennetze zu entwickeln. Wenn Sie wirklich solche Hardware einbauen möchten, dann es gibt vorgeschriebene Vorlesungen mit Hardware-Software zusammenzubauen, Code-Design und ein paar Fachprojekte zu bauen. Wir bauen solche Basis, um Schattennetze zu entwickeln. So, das habe ich schon gesagt, habe die Folien nicht weiter gedenkt. So, wir betrachten die Hardware auf abstrakter Ebene. So, dann brauchen wir einfach die Repräsentation von nur 1 und die Karte, Konjunktion, Disjunktion und Negation. Wir brauchen nur die 5 Dinge, dann können wir alles schaffen. Okay? So, warum so? Das Konzept haben wir schon in unserer Vorlesung schon gesprochen. So, Logischkarte ist
Wir brauchen Realisierung mit Transistoren und das ist für uns die falsche Ebene. So, das ist mehr in Physik, mehr in Electrical Engineering. Die Grundlage für Rechnerstrukturen, auch für Informatiker, ist einfach logisch Bauteile. Das haben wir schon kennengelernt. Wir brauchen nur ein paar Regeln. So, wir fangen mit Eingängen, mit Variablen. Wir haben Eingänge mit Variablen oder Konstanten belegt. So, das ist entweder eine Variable oder ein Konstant. Und dann mit Verbindung können wir die Ausgänge zu Eingängen von nächster Karte zu verbinden. Wir fangen mit Einfachheitsschattennetzen an. Wir haben zuerst keine Kreise. Das bedeutet, wir benutzen in unseren Einfachschattennetzen keine Ausgang weiter zurück zu Eingang. Es gibt keine Kreise. Die Kreise ist natürlich ganz wichtig, aber wir sprechen darüber am Ende November. Ja? Gut, das ist für Speicher. So, wenn etwas passiert, speichern wir diese im Register, dann brauchen wir Kreise. Okay, dann brauchen wir ein paar Symbole für solche logische Karten. So, es gibt und am Anfang, so hier ist mit 3 verschiedenen Repräsentationen. Eine ist DIN, 4 nur, 7 nur, andere ist DIN, EN, etwas, dann ist IEEE, IEEE. So, when I was a student, I learned this. When I start to teach, I teach this. Okay. The reason is only that this is easier to memorize. It's not because you have to use that, it's just that it's easier that you don't have to actually memorize. It's automatically memorized based on the notation. Okay? So, was haben wir? Wir gucken zuerst, wenn am rechten einen Punkt gibt, dann der Punkt ist eine Negation. Der Punkt am rechten ist immer Negation. Okay? So, das ist einfach eine Negation. So, y ist die Negation von x. Mit der Repräsentation, das ist 1, das bedeutet, dieser ist x und 1 und die Negation ist, von x und 1 ist die Negation von x. Okay? Dann in IEEE's Repräsentation, dieser Symbol ist für AND, Konjunktion. Dann machen wir einfach AND. In unserer DIN-Repräsentation, so AND. Schreiben wir einfach AND. Dann AND ist AND. Ja, ganz einfach. Okay, dann wir haben einen Block mit und AND und am rechten ein Punkt, auch eine Kreise hier, dann das ist NAND, not AND. Das ist gleich hier, ist AND und hier ist eine Kreise, ein Punkt, dann das ist NAND. Okay? Gut, später. Dann machen wir weiter mit natürlich Ortkarte, so Disjunktionskarte. So,
hier, dieser Symbol ist die Jonction, warum? Ich habe keine Ahnung. Ja, aber hier ist ganz klar, wenn die Summe von x1 plus x2, x1, x2 und x3 größer als 1 oder gleich 1, dann ist y1. So, das ist eine Ortkarte. Und dann ein Punkt hier ist no, ein Kreiser hier ist no. Okay? Dann weiter, was brauchen wir? XOR. XOR ist OR mit einer zusätzlichen Kreis, ein zusätzlichen Kurve, das ist XOR. Mit der DIN-Formulation, dann machen wir einfach die zwei zusammen gleich wie 1, ist 1. Ja, so deswegen x1 plus x2 ist 1. Okay? Dann die nächste ist XNOR. XNOR ist die Negation von XOR. Was bedeutet das ist, wenn die beiden nur sind oder die beiden 1 sind, dann ist die Ausgabe, das Ergebnis 1, die andere ist nur. Es bedeutet, die zwei sind gleich, Äquivalenz. So, dann schreiben wir einfach Äquivalenz hier. Okay, gut, dann machen wir weiter. Ja, das war's. Wir bauen die 7 verschiedenen Typen, um die Vorlesung vorzustellen. Ja, gibt es noch Fragen? Oder? Ja. Niemand ist an erster Reihe. Also, welche benutzen wir? Also, benutzen wir wir benutzen die Mitte. alle? Nein, wir benutzen nur... Auf rechter Seite, ja. Wir, natürlich, wenn Sie mit jemand anderes kommunizieren möchten, dann brauchen Sie zuerst diese Standard. So, wenn Sie mit jemandem von Amerika oder USA oder Asien zu kommunizieren, vielleicht sagen, wir machen mit IEEE-Format. Okay? Und Sie sehen diese oft. Okay? Aber meine Meinung ist, unsere Meinung ist, dass das ist schwierig, sich um diese Symbole zu erinnern. Das ist unwichtig. Okay? Um das Konzept von Schattennetzen zu verstehen, brauchen wir einfache Symbole. Und welche Symbole ist einfach hier, in der Mitte, diese DIN-Symbole. Sie brauchen nur die Symbole von Mitte für unsere Vorlesung. Und für IEEE, das können Sie sofort vergessen. Aber in ein paar Jahren, wenn Sie auf eurer Ebene arbeiten, dann diese kommt zurück. Okay? Also am meisten nutzen wir diese, das in Mitte ist. Wir nutzen in dieser Vorlesung nur die Mitte. Die DIN 60617 Standard. Ja, okay. Vielen Dank. Nichts mehr. Okay? Gut, nicht so schwierig zu verstehen. Ja? So, dann bauen wir ein paar Schattennetze. Wir haben unser F-Beispiel von letzter Woche. So, F-Beispiel haben wir b hoch 3 zum b hoch 1. Wir haben 3 Eingänge, x1, x2 und x3. Okay? So machen wir zuerst alle Möglichkeiten. Wir machen zuerst alle Möglichkeiten. Hier ist nur ein Beispiel. So, hier ist nicht x1, hier ist x1, hier ist nicht x2, hier ist x2, hier ist x3, hier ist nicht x3. Okay? Gut. Dann, was können wir doch schreiben? Wir können hier mit Disjunktivnormalform das zu stellen. Das bedeutet, wir bauen diese Funktion mit den 5 Minternen. So, die 5 Minternen. Der erste, nicht x1, nicht x2, nicht x3. Okay? Alles
So mache ich zuerst das. Und dieser ist x1, nicht x2, nicht x3. Okay? Dann nächster. So, das ist nur. 1 nur. Okay? Und dann 1 nur 1. Dann 1. 1, 2, 3, 4. Wo ist meine fünfte? Okay. Habe eine verloren. Hier ist verloren. 1 nur. Oder x1, x3, nicht x2. Okay, Entschuldigung. So, wir suchen, was passiert. So, das ist nur dieser nicht x1, nicht x2, nicht x3 ist dieser. x1, nicht x2, nicht x3 ist dieser. Und dann x1 mit anderer Farbe. Dieser x ist x1, nicht x2, x3. Dann dieser ist x1, x2, nicht x2. Das ist x1, x2, nicht x3. Okay? Und dann 6. Das ist x1, x2 und x3. Okay? Die 5 Mintermen bauen wir. Any questions for this? You can write down the red tabella, or you can just directly look at the values. And then if you see a 0, put a not. If you see a 1, put a not. Okay. Dann, wir brauchen die 5 Mintermen verbinden wir zusammen mit dieser Disjunktionskarte. So, wir haben 5 Eingänge von hier. So, für hier 5 sind diese. Gucken wir jetzt. 2. So, das ist nicht x1. Und von hier geht zu nicht x2. Dann hier kommt drin, so nicht x3. Okay? Dann hier, was ist hier? Hier ist x1. Und dann kommt hier nicht x2. Und dann kommt hier, wo ist hier? Das ist, wo ist das? Das kommt hier, ist nicht x3. Okay? Von dieser zum hier. Okay? Sofern. Entschuldigung. So, hier bis hier. Ja, danke. Okay, dann nächster. Habe immer keine Ahnung, was ich habe hier. Das ist x, hier ist x1 und dann hier ist nicht x2. Dann das ist x3. So x3 kommt von hier. So, ja. Okay. Dann natürlich, Sie können weitergehen. So, jetzt bin ich mehr unsicher, welcher das ist. Dieser Punkt kommt von, Entschuldigung, dieser Punkt ist x1. Und dieser Punkt x2. Und dieser Punkt nicht x3. Okay? Dann, ich glaube, am Ende hier ist nicht x1, nicht x2, nicht x3. Okay? Any question? So it's basically drawing. Okay. Gut.
zweimal nicht x1, x2 und x3, aber fehlt da nicht. Welche? Zweimal? Also wir haben jetzt ganz unten und ganz oben haben wir also nicht x1, nicht x2 und nicht x3. Yeah, because I did not test that, so you are right. Yeah. Das ist richtig. So, when I wanted to take a shortcut, it's wrong. Thanks for that. So I did not do the. This is x1, x2, and x3. Sorry. So it's the last one. I wanted to skip that one. It's the same color. I intended to do that. I just forgot that which one I wanted to do. Thanks. Okay. Any question? So, das war disjunktiv Normalformen. So, wenn wir andere Formen benutzen, so zum Beispiel Rechnerstrukturen, Normalform, dann die zwei sind ähnlich. Okay, warum die zwei ähnlich sind, ist einfach so. Wir verändern einfach diese Disjunktion mit Exclusive Out. Also deswegen habe ich immer gesagt, die Rechnerstrukturen Normalform ist ähnlich, basically gleich, für diese Disjunktiv Normalform. Was ist die ähnliche Paar? Hier ist Exclusive Out. Ja, nicht. Ja. Wie kommt man auf den Wertevektor 1, 0, 0, 1, 1, 1? Welcher? Die ganz einfach, das ist eine Funktion aus Eingabe. Die Funktion wir realisieren mussten. Die Frage ist, warum bekommen wir diese Funktion? Ja, so es b hoch 3 zum b hoch 1. Es gibt zusammen 2 hoch 8 verschiedene Funktionen. Wir können eine Zufallfunktion eingeben in Klausur, in Übung, um diese zu realisieren. So das kann alles sein. Ja? Okay, it's important to understand the concept. It's not important to memorize individual functions because of that. So, deswegen, das ist die Rechnerstrukturen-Normalform. Das ist ähnlich wie früher. Jetzt haben wir 5 Minuten. So. Gut, so, konjunktive Normalformen können wir auch einmal machen. So, jetzt bauen wir mit die 3 von die 3 Nunnen. So, das ist, gucken ich, das ist, der Minten ist nicht x1, sorry, nicht x1, nicht x2, 1. Das ist x2, sorry. Das ist dann, das ist nicht x3, x2, nicht x3 und das ist nicht x1, x2, x3. Okay? Dann wir brauchen die entsprechenden Max-Themen. So, der Max-Term von nicht x1, nicht x2, x3 ist x1 oder x2 oder nicht x3. Dieser gehört zu nicht x1, nicht x2, nicht x3 und dann der entsprechende Maxterm von nicht x1, x2, nicht x3 ist x1 oder nicht x2 oder x3. Okay? Der entsprechende
Maxten von nicht x1, x2 und x3 ist x1 oder nicht x2 oder nicht x3. Okay? Dann können wir jetzt die zusammen drei Maxtermen mit Konjunktion zusammenzubauen. So, dann bauen wir diese drei Konjunktionen, zusammenzusetzen. So, dann dieser gehört zu hier, dieser ist hier und dieser ist hier. Okay? Das bedeutet, dieser ist x1 oder x2 oder nicht x3 und dieser ist x1 oder nicht x2 oder x3 und dieser ist x1 oder nicht x2 oder nicht x3. Ich hoffe, dass richtig ist. Natürlich, Sie sollten auch von links dort gucken. Ja. Okay. So, die Schattennetze müssen wir auch gucken, wie teuer solche Schattennetze sind. So bauen wir ein paar Dinge zu gucken. Zuerst die Größe. Die Größe ist die Anzahl der Gatter, die wir benutzen sollten und mussten. Das ist natürlich einfach die Kosten. Und die Stromverbrauch und die Verlustleistung und Zuverlässigkeit werden wir über die Schattennetzgröße zu verbessern. Schattennetztiefe, wie tief die Schattennetze sind. So, das ist wegen der Geschwindigkeit. Wie viele Zyklen, also Sie kennen auch das Konzept Zyklen nicht. Wie viele Stufen wir brauchen, um die Ergebnis zu bekommen. So, hier bauen wir zuerst eine Negation und dann eine Stufe für Disjunktion und am Ende eine Gatter. So, wir brauchen drei Stufen, um diese zu berechnen. Aber was ist nicht einfach zu verstehen, zuerst ist auch das Konzept Fan-In. Fan-In ist die Maximalanzahl von eingehenden Kanten. So, wie viele Eingaben, viele Eingänge wir brauchen für ein Gatter. Die Frage später wir haben ist, wenn wir zu viele Fan-In haben von einem Gatter, ist es realisierbar. Kann man solche Gatter realisieren mit geringen Kosten? Es gibt natürlich auch Fan-Out. Das ist die Anzahl von ausgehenden Kanten. So, dies ist auch gleich wie Fan-In wegen Realisierungsaufwand. Und natürlich, es gibt auch mehr so Ansatz von verschiedenen Gattertypen. Wie kann man verifizieren und wie kann man testen. So, wenn wir so genau gucken, es gibt natürlich nicht so einfach, die Fan-In ist nicht ein unwichtiger Faktor. So, wenn wir zu viele Fan-In haben, dann müssen wir auch genau gucken, wie können wir solche Und-Gatter oder Ort-Gatter bekommen. So, mit großen Schattennetzen ist oft nicht akzeptabel. So, wenn wir über normale Formen, um Schattennetze zu bauen, das ist nur auf Textbook. Von lange her. Jetzt, warum sprechen über das Konzept hier ist einfach, das ist unsere Basis zu verbessern. Die Normalformen Schattennetze sind zu teuer. Okay? Gut. Gibt es Fragen über Schattennetze?
wenn, ja, one second, yes. Also die Frage ist, also könnte jedes Schaltnetz also von ihnen also unendlich, also theoretisch unendlich sein, also Ja, aber ja, wir haben keine unendliche Eingaben. ja, Ansonsten sagen wir keine Schaltnetze zu schauen. Ja. Aber wir mussten eigene Funktionen wir müssen eigene Funktionen realisieren und solche Funktionen muss man definieren. Wenn es gibt unendliche Eingänge, dann das passt nicht. Man muss die genaue Funktion definieren. Das machen wir sofort. So, was brauchen wir was ist unsere erste Funktion? Nur plus nur plus 1. Ja, so, wir machen das Konzept mit zwei sogenannten Addierer. Wir bekommen zwei Eingänge, x und y. Wir sollten Schaltnetze realisieren, sodass wir eine Funktion x plus y realisieren können. Ja? Das muss man machen. Ja? Es gibt keine Möglichkeit, wenn Sie sagen, wir haben keine Grenze von unseren Eingaben, dann natürlich wir können nichts machen. Man muss ein bisschen Beschränkung eingeben. Okay, gut. Frage 1. I always forgot to do this before the lecture. And when I see it, it's already in the lecture. Okay, kann jede boolische Funktion mit einem Schaltnetz der Tiefe 3 lediglich aus und oder Negationsgatte realisiert werden. Entschuldigung. Okay, so was bedeutet das? Jede boolische Funktion kann man mit disjunktiv Normatform beschreiben und dann mit Negation aus Stufe 1, dann Konjunktion aus Stufe 2 und Disjunktion aus Stufe 3 zu realisieren. Das habe ich Konjunktion, keine Ahnung. I don't know which normal form I use, but anyway. The first one is negation, second one is conjunction or disjunction, and the third one is the corresponding part to put all of them together. So, das ist natürlich, ja. Okay? Gut. So, wir gehen jetzt zu Vorlesung 4. So, in Foliensets. Wir können schon, wie wir mit Funktionen zu definieren und die Schaltnetze zu realisieren. Dann brauchen wir ein paar Funktionen zu rechnen. So, Rechnen ist zentral für Computer. Wir würden über Addition, Subtraktion und Multiplikation zu erklären. Wir machen hier keine Division und wir brauchen die Verständnis von natürlichen Zahlen, ganze Zahlen und die rationalen Zahlen von IEEE 754, um diese zu verstehen.
So, heute, nächsten Montag und übernächsten Montag bleiben wir hier. Addition und Multiplikation. Nur plus nur plus 1. Mit boolischen Funktionen zu realisieren. Und natürlich nur mal 1 und weiter. Okay? Gut. So, das kennen wir schon. So, Sie kennen, wie man Binärzahlen addieren sollte. Hier ist die Addierung von Dezimalzahlen. So, 9 plus 8 ist 17. So, wir schreiben 7 hier und 1 hier. 17, die 10 ist ein Übertrag. So, wir schreiben an dieser Stelle einen Übertrag. Und die Summe schreiben wir an gleicher Stelle. Das ist ein gleiches Konzept von Binärzahlen. So, jetzt so nur plus 1 ist 1 nur. 1 plus 1 ist 1. 1 plus 1 ist 1 nur. 1 plus 1 ist 1 nur. Nur plus 1 ist nur 1. Hier ist nur. Ich schreibe kein nur. So, 1 plus nur ist nur 1. 1 plus 1 plus nur ist 1 nur. So, dann haben wir am Ende, die Summe ist hier. Okay? Aber das ist eine Summe von zwei negativen Zahlen. Ein Überflow von zwei natürlichen Zahlen ist für uns egal. Wir machen einfach addieren. Okay? Gut. So, dann müssen wir das Konzept jetzt mit Schattennetz realisieren. Okay, so wir fangen mit zwei Variablen. So, x und y. So, deswegen, wir sind jetzt an dieser Stelle. An dieser Stelle, am Ende, so was wir haben angefangen. So, am Ende, es gibt kein Übertragsbit. Wir haben nur zwei Bits von x und y. So, wir müssen die zwei Bits addieren. Ja? So, I think there's an interesting concept that some people say bits are not countable, some say countable, so I use countable. So when I say bits, if you want to say bit, it's okay, but when the bits are countable, it's debatable. So, okay, so was brauchen wir? Ich habe doch gesagt, x plus y. So x ist entweder 0 oder 1, y ist entweder 0 oder 1. X plus y brauchen wir zwei Bits. Ja, so wir brauchen das Bit und das Bit. So, nennen wir hier x, hier y. Hier ist unser Summenbit, so s. Und hier ist unser Übertragsbit. Auf Englisch, carry bit. So, C is carry, S is sum. So what we want to do is that we need to say x plus y is equal to 2 times C plus S. Is that clear? So, warum ist es richtig? Das kann mir einfach sagen. Ja? So, schreibe ich zum ersten x plus y. So nur, dann c ist nur, s ist nur.
nur plus 1, sie ist nur, es ist 1, 1 plus 1, sie ist nur, es ist 1, 1 plus 1, sie ist 1, es ist nur. Okay? So, diese Addition von die 2 Bits ist einfach eine Funktion von b hoch 2 zu b hoch 2. Okay? Dann, das ist ein bisschen komisch jetzt. Wir haben schon über b hoch etwas zum b hoch 1 schon gesprochen. Was bauen wir von b hoch 2 zum b hoch 2? Das ist für uns egal. Wir machen zum SC und dann S. Ja? Das heißt zweimal. So, wenn wir die 2 Funktionen in solche Fälle schon nicht relevant zu einbauen, dann es gibt diese Funktion, so fc ist b hoch 1, 2 zum b hoch 1 und fs ist eine Funktion von b hoch 2 zu b hoch 1. Ja? Ist das klar? Hier. Okay. So, any question? When no? So, was ist S? Wie können wir S realisieren? So, noch einmal. So, x, y. Machen wir zum ersten S und C. So, nur 1, 1, nur 1, 1. Hier ist nur 1, 1, nur. So, S ist nicht x, y oder x nicht y. Oder x exclusive of y. Okay, so S ist fertig. Was ist C? Machen wir jetzt C. Das ist nur 1. So, C ist y. Ja? So einfach. Kann nicht mehr sein. Which one? Did I make a mistake again? When you look at me like this, I feel that I make a mistake. No. No? Oh, so. I feel more relaxed. Okay, gut. So, das war's. So, das haben wir schon kennengelernt. Dann bauen wir. C ist x und y, S ist x oder y. Machen wir keine Negation. Dann das können wir schon mit einer Frage. So, wie viele Gatter bauen wir? Und wie tief ist das? So, jetzt addieren mit der 2 Eingänge x und y und 2 Ausgänge C und S ist mit addieren genannt. So, wie viele Gatter brauchen wir und wie tief ist es?
Gucken wir zurück. So, die Größe ist die Anzahl von Gattern. Die Tiefe ist die, wie viele Stufen wir brauchen, um diese Funktion zu realisieren. So, das ist so. Hier sein. Ja? So, Größe ist 2, Tiefe ist 1. Ja? Okay? Gut. So. Ja, das ist natürlich nicht komplett, weil wir nur 2 Eingaben haben. Und wenn wir noch zurückgehen, wenn wir an die andere Stelle zu addieren mussten, dann brauchen wir 3 Eingaben. Okay? Dann schreiben wir jetzt welche 3. So, ich habe jetzt an dieser Stelle, ich benutze an dieser Stelle andere. Delete. Yes. Okay. Jetzt machen wir noch einmal. So, jetzt habe ich auch hier x haben wir jetzt hier x und y, jetzt c. Dann hier ist unser s. Dann hier ist unser c. Okay, so wir haben 2 mal c, dann notiere ich jetzt eine mit der 8 und andere mit der 9. So, ich glaube, das ist C8 und das ist C9. Okay? So, C8. So, es bedeutet jetzt, so, es scheint zuerst kompliziert. So, wir haben ein Übertragsbit früher von Vergangenheit. Und dann am Ende, nach unserer Berechnung, sollten wir ein neues Übertragsbit erzeugen. Das ist C9. Okay? Gut. Dann schreiben wir jetzt. So, wir haben jetzt so, x, y und C8. Dann wollen wir C9 und S. Schreiben wir noch einmal. So, das ist nur 1, nur 1, nur 1, 1, 1, 1, nur, 1, nur 1, 1, 1, nur, 1. Das ist alles 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Richtig? So. Nur plus nur ist nur. Nur plus 1 ist nur 1. Nur plus 1 plus nur ist nur 1. Nur plus 1 ist 1 nur. 1 plus nur ist nur 1. 1 plus 1 ist 1 nur. 1 plus 1 nur ist 1 nur. 1 plus 1 ist 1, 1. Na, was passiert? Gibt es Problem? Oh, es ist richtig, ja. Any question? Ja. Also es gibt die Gleichung, also x plus y ist gleich 2 mal Carry plus Summe. Also
Aber also ist diese Carry also neu oder alt? Welcher Carry? Wir haben Carry alt und Carry neu. Carry C alt oder C neu? Carry alt oder Carry neu? Die zwei sind nicht gleich. Aha, okay. Wir haben zwei. Ja? Wie schon gesagt, wir machen zuerst x plus y plus c alt. Und die drei zusammen ist 2 mal C9 plus S. Sorry, noch einmal schreiben. So, unsere Aufgabe ist x plus y plus C8 ist gleich wie 2 mal C9 plus S. Und S ist gleich also x plus y ohne Carry. X plus y hier mit mehr Bits. Dann wir gucken jetzt nur die zwei Bits, aber zusammen mit ein Carry Bits von Vergangenheit, von früher, von links, von rechts gezeugt. Okay? Yes. Sorry, I need a microphone. Also man kann sich halt leicht erklären, dass wenn zwei sind, Welche zwei sind? also wenn 2 mal 1 ist, dann ist bei C neu immer 1 und wenn mindestens ein, Ja, das ist richtig. aber wie ist dann bei 1, 1, 1 bei beiden 1? Es ist 1 plus 1 plus 1 ist 3. Okay. Und 3 ist 1, 1 im binär kodieren. Erster Tag zu der Vorlesung. Achso. Ja, stimmt. Nein, so Binärkodierung. So, wir haben 3 Bits, und unsere Eingaben. So, 3 Bits, die 3 ist entweder 0 oder 1. Achso, okay. Wir am Ende kodieren mit 2 Bits in Binärdarstellung. So, das erste Bit ist C. So, an dieser Stelle, am nächsten haben wir 2. So, C mal 2 plus S ist unsere Ausgabe von Binärdarstellung. Dann können wir weitermachen. Okay. Ja? Okay? Gut. Sorry. Hope you don't mind. Okay. Ja, gut. So. Dann, was wollen wir, um diese zu realisieren, ist einfach b hoch 3 zum b hoch 2. Das habe ich schon dort geschrieben. So, berechnen wir die 2. Ja? So, diese zwei Funktionen c und s. Dann müssen wir dort schreiben. Let's cheat it first. So, was ist s? Oh ja, Sie haben 3 Bits, 3 Eingänge. Und wenn einer von den 3 oder alle 3, wenn einer von den Eingängen oder alle 3 1 sind, so einer von den 3 1 ist, oder alle 3 1 sind, dann ist das Sommerbit 1. Das ist diese Definition von Exclusive OR. So, wir machen S einfach X Exclusive OR Y Exclusive OR C Art. Okay? Of course, this is a bit cheating, but it's by observation. Or you can do it more carefully and you will still get it. Okay, das machen wir andere mit Carry Bit. Das Carry Bit. Jetzt machen wir mit Disjunktiv Normalformen. So, dann haben wir zusammen diese Einsen. Dann schreiben wir hier, das ist der Minten hier ist nicht C8, X, Y. Der Minten hier ist C8, nicht X, Y. Der Minten hier ist C8,
x nicht y, der Minten hier C8, x, y, dann machen wir die 4 zusammen mit der Disjunction. Okay, 1, 2, 3, 4, dann bauen wir zusammen mit dieser Disjunction, dann bekommen wir hier. Okay? Das können wir weiter verbessern. Ja? Was können wir weiter verbessern? Es scheint ein bisschen komisch aus, was wir später machen sollten, aber ja, wir machen zuerst, egal. So, ich mache nicht diese Dazwischenlösung, ich darstelle sofort die Lösung hier. Okay? So, brauchen wir nur 2 Beachtungen. So, wir haben schon hier mit x exklusiv of y bekommen. Ja? Wir sollten Schattennetze entwickeln. Es gibt schon s exklusiv for y. Wenn wir das Ergebnis weiter benutzen können, dann sparen wir Zeit und Gatter. Okay, wie können wir das bekommen? Hier scheint ganz gut aus. Die 2. Die 2 zusammen ist gleich wie C8 x exklusiv of y. Okay? Okay, dann brauchen wir die Rest 2. Und was sind die 2? Dieser und dieser. Die 2 können wir hier benutzen. Das ist C8 xy oder C8 xy ist einfach xy. Also bedeutet C8 egal ist. So, wir haben die 2. Wir haben 2. Wir haben nur an einer Stelle nicht gleich wie andere Stelle. Eine ist xy, dann die gleiche Stelle sind xy, x und y. Und die einzige Stelle nicht gleich sind. Eine ist C8, andere ist nicht C8. So deswegen, wenn C8 nur ist, die andere ist 1, das hängt nur von x oder x und y ab. Aber kein C8 ist für uns egal. So, dann, das bekommen wir hier. C ist einfach C8, oder C9 ist einfach C8 und x exklusiv von y oder xy. Ja, dann können wir jetzt die Schattennetze entwickeln. Es sieht so aus. So, wir haben x exklusiv von y, exklusiv von C8. Wir machen zuerst hier x exklusiv von y. So einfach. So correction is very difficult because it's not fully nicely calibrated. So I will miss some points when I do it. Dann hier ist x exclusive of y exclusive of C8. Okay? So das hier. Natürlich brauchen wir C8 hier. So hier ist C8. Okay? Dann hier ist x, hier ist y. So hier ist xy. Hier ist x exklusiv von y und dann C8. So das ist, diese Aufgabe ist C und dann diese Aufgabe ist S.
Haben wir geschafft. Das natürlich was brauchen wir? Von natürlich Zahlen sollten wir eine Frage haben. Okay, noch nicht. Warte mal. Okay, gut, sorry. So, dann, wie können wir die alles zusammenbauen? So, wir haben hier, wenn wir 2 Bits zu addieren, brauchen wir ein Halbaddierer. Wenn wir 2 Bit-Vektoren zu addieren, dann brauchen wir zum ersten einen Halbaddierer und dann einen Addierer mit 3 Eingaben und 2 Ausgaben. Das ist sogenannten Voraddierer. So, Halbaddierer haben wir nur 2 Eingänge, produzieren wir C und S. Voraddieren haben wir 3 Eingänge, C-Art, X und Y. Und produzieren wir 2 Ausgaben, C, 9 und S. Okay. Dann, was brauchen wir jetzt zu schaffen, ist, das ist X nur plus Y nur. Und dann bekommen wir hier S nur. Und dann hier ist C1. Dann C1 plus X1 plus Y1 bekommen wir jetzt S1 und dann C2. Und am Ende bekommen wir die alle Ausgaben. Okay, dann gehen wir zurück hier. Ich habe gedacht, dass wir eine Frage hier haben. Wie tief ist S? 1, 2, 3. Die Tiefe ist 3. Wie groß ist S? 1, 2, 3, 4, 5 Gatter. Wir brauchen 5 Gatter, um eine Voraddieren zu realisieren und die Tiefe ist 3. Okay? Dann, wenn wir diese alles zusammenbauen mit mehr Bits, dann wie viele brauchen wir? So, wir brauchen, wenn wir n Bits haben, dann brauchen wir ein Halbaddierer und n minus 1 Voraddierer. So, die Größe von Halbaddierer ist 2, die Größe von Voraddierer ist 5. So, 2 plus n minus 1 mal 5 ist 5 mal n, 5n mal minus 3. Wie tief ist es? Es ist, hier die Tiefe ist 1, hier die Tiefe ist 3. So, 1 plus n minus 1 mal 3, das ist auch 3 mal n. So, was kennen wir? Hier ist einfach so, addieren mit n Bits ist nicht ganz teuer. Das ist gleich wie die Anzahl von Bits zu addieren müssen. Aber das ist vielleicht zu langsam. Das ist, weil wir immer langsam und die Übertragsbits zu berechnen. Okay. So, warum ist dieser Schattennetze so tief? Das ist einfach wegen des Übertragsbits. Gucken wir zurück. Noch einmal hier. So, wir müssen warten, bis wir das Bit hier nur zu berechnet wird. We have to wait until this bit is known to be 0 or 1. Otherwise, we cannot do anything correctly. So we wait. We just wait. Right? We wait for nothing except that bit. Okay? True, right? So it's the reason why it's so slow. You have to wait for that bit to be
clarify to be 0 or 1. To make your circuit faster, you should just randomly guess a value and then do it immediately. Then you don't need to wait. Then your execution, your depth would be equal to the full adder. But it's wrong because you don't know the bit to be 0 or 1, so you just randomly guessed. So we need a method that is better than that is not going to wait. And that is definitely better than random guess. It cannot be wrong. It's a basic adder. You cannot tolerate AI to add that, right? There's no randomness here. There's no es gibt kein Zufall. Es gibt kein unrichtig Möglichkeit hier, wenn wir Basic Schattenetze zu entwickeln. Das muss genau sein. Die Frage jetzt ist, wie schnell wir können, diese Stelle zu erkennen. Okay? Das machen wir jetzt. So, wenn die beiden x und y nur sind, so, wenn die beiden nur, so, an die zwei Stellen, das ist nur und nur, dann wir generieren kein Carry-Bit darauf. So, wenn x plus y plus c hat, was ist für uns wichtig ist, ob wir C9 produzieren aus 1 oder nicht. Wenn das Bit ist Nummer, dann können wir einfach nur das Summe-Bit berechnen. Dann das Carry-Bit ist für uns egal. Okay? So, dann, wenn beide Einsen sind, so i ist 1, x ist 1, y ist 1, dann generieren wir einfach ein Carry-Bit weiter. Okay. Was ist kompliziert für uns ist, wenn x nur, aber y1 oder x1, aber y nur. An die zwei Fällen müssen wir überlegen, was wird passiert. Ja? So, noch einmal. Wir gucken jetzt am Stelle i, so xi und yi, die zwei Bits. Wenn beide nur sind, dann generieren wir kein Übertragsbit. Zum Stelle i plus 1. Wenn beide 1 sind, dann auf jeden Fall generieren wir ein Übertragsbit am Stelle i plus 1. An die zwei Stellen haben wir keine Ahnung, ob wir ein Übertragsbit generieren oder nicht, aber müssen wir jetzt warten. Ja? Einfach mal zu erkennen. So, jetzt klarifizieren wir mit die zwei zusätzlich Zustände Ü und V. So, was ist Ü und was ist V? Wenn U 1 ist, dann generieren wir ein Übertragsbit. Okay? Wenn U nur ist, dann generieren wir kein Übertragsbit. Okay? Nein, sorry, let me rephrase myself. When U is 1, this carry bit is generated unconditionally. When U is 0, the carry bit is generated when V is 1. When U is 0, but V is 0, then we don't generate the carry bit. Okay, so what does that mean? That means that we can identify immediately whether the next position is 1 by looking at the U
by looking at the value of v, if that position is 1, and the previous position also generates a carry bit, then I would also generate a carry bit. Okay? So I repeat this again. Wir gucken jetzt mit zwei verschiedenen Variablen, verschiedenen Funktionen, u und v. So, wenn u 1 ist, dann generieren wir anstelle i plus 1 ein Übertragsbit. Unbedingt. Okay? Wenn u nur ist, aber vi nur, wenn u nur ist und v nur ist, dann generieren wir kein Übertragsbit. Okay? Wenn u nur ist und v 1 ist, dann generieren wir ein Übertragsbit, wenn die frühere Stelle auch ein Übertragsbit zu dieser Stelle überbringen. Okay, das müssen wir erkennen. Okay, so dann bei dieser Definition kennen wir schon, so u ist gleich wie unser c i plus 1. Sorry, I should not confuse you again. So, how do you implement u and v? So, u and v, to implement this, let's forget about the meaning. Let's just look at the Tabelle. So, nur bekommen wir nur, nur 1 bekommen wir nur 1, 1 nur bekommen wir nur 1, 1 bekommen wir 1 nur. Um die zwei zu realisieren, ist ein Hauptaddier. Okay, don't look at their meaning, just look at the truth table. This is implemented as a half-adder. Sorry, I start to mix German and English. This is implemented as a half-adder. Okay? So, das haben wir schon. Wir brauchen keine neuen Schaltnetze. Wir brauchen nur eine Hauptaddiere hier. Okay, dann, das ist jetzt ein bisschen interessant zu gucken. Ja, dann haben wir jetzt an jeder Stelle diese Ausgabe, diese Funktion ui und vi können wir nach einer Stufe berechnen. Dann bekommen wir schon ui und vi. Okay, so dann. Jetzt gucken wir, was wir haben. So, wie schon gesagt, wie generieren wir ein Bit an der nächsten Stelle? Gucken wir jetzt an Stelle i minus 1. So, wir sind jetzt an Stelle i minus 1. Es gibt zwei Fälle, dass wir Übertragsbit generieren. Für 2. Erster Fall ist das, wir an dieser Stelle u ist 1. So, u an dieser Stelle ist 1. Oder c generieren von Vergangenheit zu dieser Stelle ist 1 und v ist auch 1. Nur an die zwei Fällen generieren wir ein Übertragsbit anstelle i. Okay? Gut. Ja, scheint ein bisschen komisch aus, aber wir bauen langsamer. Okay, so C1. C1 haben wir kein vergangenen Übertragsbit. So am linksten, so C1 ist einfach u nur. Ansonsten haben wir nichts, ja? So, das bedeutet, wenn wir dort zurückgucken,
An dieser Stelle, wir gucken mal jetzt, dieser Carry-Bit ist nur 1, wenn x und y am Stelle nur, am rechtsten nur ist. Aber Entschuldigung, 1 ist, ja. Okay? Das kennen wir. Okay, dann, was bauen wir, ist weiter. So, dann, das ist U nur. Und was ist C, das ist C1. Was ist C2? C2 ist U1 oder V1. So, C1, so, C2, so, schreibe ich hier, so, C, I ist U, I minus 1 oder Ci minus 1 und Vi minus 1. Ja? Okay, gut, dann können wir jetzt hier. So, C2 ist deswegen U1 oder C1, C2 ist U1 oder C1 und V1 und dieser C1 haben wir schon früher berechnet. So, dieser C1 ist C nur. Okay? Dann C3 ist einfach U2 oder C2 V2. C2 kennen wir auch. Das ist gleich wie U2 oder okay, it's very difficult for me to distinguish my U and V, I guess, but I hope you can understand that or draw it again. Okay? So you can just continue this way, and you will get this nice circuit. All right. It looks a bit confusing what we are doing here, right? So let's try to repeat again. First step, we get a 2-bit U and V. This needs one level. We just need in each position a half adder. Is that okay? We need a half adder, and then we can get the corresponding U and V. Yeah? Now we want to use their values to calculate the carry bit on every position. Okay? We want to calculate that. So we don't want to wait the previous bits to be clarified. We just want to calculate that. And how do we calculate it? As long as we can do the calculation based on the U and V values that we have already calculated after one level, then we are able to do that without any waiting. Okay? So now, how do we know it? Of course, we don't know it very precisely unless we actually know what happens in the lower bits. The higher bits would need to wait for a lot of information being clarified in the lower bits. But what we know, very simple, is the carry bit, the first carry bit we need to calculate. It's C1. What is C1? C1 is only 1 when U0 is 1, because there is no carry bit in the Morse right-hand side. So C1 is basically irrelevant from anyone else. Okay?
Now, C2, of course, depends on C1. But how is their dependency? We can actually use the U1 that we have already calculated to further push this out. So you do is that we keep applying this knowledge that Ci is Ui minus 1 or Ci minus 1 and V minus I minus 1. We just need this information. And what we are doing is that we just replace AVCI slowly, starting from I equals to 1. We do it slowly, and then do it carefully, stepwise. And what you would do is that you would replace all the C values on the way. So you don't have C anymore. What you get is a lot of combination of U and V. A lot of them, right? So now, question is that if we really analyze this, we can look ahead the carry. So-called carry look ahead either. So we do not calculate the carry bit, but we somehow analyze the carry bit by looking at this information we had earlier. So how do we need? We need at the beginning a half adder on every position. And then we need the AND gate here. Does this notation make any sense? I think this should go. Okay, we need a lot of AND gates here. I'll just check the notation later on. Huh? But because you would end something empty, so this should not work. Okay? So, yeah. And then after that, we need an OR gate, right? So we need the first level. We need in the first level the half adders to clarify U and V. And then in the next level, we need a lot of AND gate. We need a big AND gate. And then after that, we need a big OR gate. Okay. So now we have in every position, after this step, we have xi, yi as the input, and also the ci value clarified. Okay. So what should we do? We should add them and then do the full adder one after one. Keep in mind the last step. The last step is important. Because we already know the carry bits. We don't care about the carry bits anymore. We only need to know the corresponding sum bit in every position. Because originally we said 1 plus 1 plus 1 is 1, 1. Now we say 1 plus 1 plus 1, and this position is 1. The position that I carry to the next position has been already clarified. I cannot add that again, otherwise I'm making a mistake. So the last step is the sum bit of all of them. We just need exclusive OR for every position. And then we get it done. I explain that in English. Okay. Noch einmal auf Deutsch. So, was haben wir? So, wir brauchen zuerst ein Habaddierer, um U und V zu berechnen. Dann, nachdem, brauchen wir ein Ungatter, auch wieder Ungatter und ein Outgatter, sodass wir das Carry-Bit am Stelle I zu berechnen. Danach haben wir schon 3 Stufen gemacht. Okay? Und dann am Ende, nachdem haben wir schon an jeder Stelle CI schon bekommen. Und dann brauchen wir einfach XI plus YI plus CI an dieser Stelle I zu berechnen.
Aber wir müssen Vorsicht sein, weil das Carry-Bit haben wir früher schon berechnet. Wir generieren nicht mehr das Carry-Bit, wir brauchen nur die Summe Bits an jeder Stelle. So, an jeder Stelle haben wir 3 Eingaben, dann xi plus yi, das Summe-Bit von xi plus yi plus ci ist einfach xi exclusive OR yi exclusive OR ci. Ja, das können wir auch mit ein XOR-Gatter dort zu machen. Ja? Das scheint so aus. So, was ist das einfach? Das ist die 2, sind unsere Hauptaddiere. Okay. Und dieser, so, und 2 und ist U und hier ist V. Okay? Und dann bauen wir die alle zusammen. Diese Und-Gatter ist für diese und dieser Out-Gatter ist für diese Out-Gatter. Und am Ende bekommen wir Exclusive Out. Hier. Das ist unser Summe-Bit. Okay? Any question? So, es scheint ein bisschen komisch aus, aber das ist Kukaik. Hier ist Level 1. Dann hier ist Level 2. Okay. Dann hier ist Level 3. Dann hier ist Level 5. Level 4. 5 was the button I pressed to change the color. Okay? So, das haben wir geschafft. Das ist sogenannte Carry Look Ahead Idea. So, was ist das Logik? So, wir haben diese Carry Look Ahead Logik, bauen wir 3 Stufen. Und dann am Ende bauen wir ein Summe-Logik. Das bauen wir nur einfach Exclusive Out Gatter dort zu berechnen. Okay, good. Sorry, I have to speed up a little bit, otherwise we are too late for the lecture. Not for today, but for the whole series. Is this really correct? What we are saying here? Well, I mean, it's really right. I now claim that this is much faster because no matter how many bits you have, I only need 4 levels. Right? But I'm making a very strong assumption here. That is, I somehow can find this magic disjunctive conjunctive gate, AND gate, easy. So for my analysis, let takes constant time. At the same time, the same cost as the one we use for full adder, which is not true because we said earlier, the fan-in is, if you have a large fan-in, it's not easy to implement that. It's even not possible to get that in the market. And if your system will need a lot of different types of gates with different number of fan-ins, then you need to get different IPs from different companies doing the same thing. You will never do that. What is the reasonable assumption of a fan-in? In this lecture, we will only look at a fan-in with 2 so that we can have fair comparison. It's also nature because a disjunctive gate should only have 2 inputs. And you can build as many inputs as you want by using the basic unit of 2 inputs, right? Good. So here comes my question. Suppose that we only have
2 inputs per disjunctive gate. For every OR gate, the number of fan-in is 2. And somehow we design a magic circuit. The circuit is magic that needs 16 fan-in. So I've somehow designed a circuit that has 16 inputs. Okay? How many OR gates do I actually need? And how deep is the logic when I have to implement that? So that means I have x0 or x1 or x2 or x3 or x4 or x5 or x6 or x7 up to x15. How can I actually implement this? By using my only OR gate, which has only fan-in of 2. How many gates do I need? And how deep is that? This question is, do I have the next question? Of course, if your answer is 1, I would be amazed. That means that what I just said is a bit contradicting. It should be more than 1, right? Otherwise I even don't know what's going on. You can still change your answer. Oh, I closed the vote. You can still change your answer, I think. So 1 is not correct, for sure. I guess the question now is 8 or 15. I think 4 is also not correct. It's a live competition now. I hope those guys who answer 4 or 7 or 1 can change their mind, and then we can see whether 8 or 15 wins. If we keep that strong, whether we will get a right answer or not. I need to lock this now. Oh, that's too late. Okay. So the answer is 15. And how does that work? Can someone here explain? It looks like you only need 8. But sorry, he's closer. Also man hat ein Oder-Gatter, was sich erstmal sozusagen aufteilt in 2 und dann hat man wieder diese 2. So, wir haben zum ersten 16 Eingaben Oder und bauen so. wir an jeder Stelle. Oh, so Also, am nächsten, okay. Am Ende haben wir Also wir So. wollen ja einen Output haben, also Ja. brauchen wir für dieses eine Oder-Gatter eben 2 Inputs erstmal. Ja. Und für dann wieder eben dasselbe, also brauchen wir dann wieder 4 Inputs für diese 2. Und dann für diese 4 Oder-Gatter brauchen wir dann eben 8 Inputs und dann haben wir eben 1 plus 2 plus 4 plus 8 und das sind eben insgesamt 15. Ja. Okay? Ist die Erklärung klar? So, 15. So, wenn wir ein Fan-In mit 16 Fan-In haben, mit ein Gatter mit 16 Fan-In haben, brauchen wir 15 Gatter. Und wie er schon erklärt hat, die Tiefe ist auch nicht egal. So, das ist log 2 von 16. So, die Tiefe ist 4. Also müssen wir auch berechnen. Okay? Deswegen
wenn wir so gucken, so wenn in 16 wollen wir zusammen 15 Gatter und die Tiefe ist 4. Und wenn wir die zwei verschiedene Additionsmethoden zu vergleichen, müssen wir genau gucken. Das machen wir nächsten Montag. Ja? So, bis nächsten Montag. Ganz kurz, also nächsten Mittwoch ist wie gesagt Feiertag, also die Vorlesung findet nicht statt. Und die Übungen finden eben auch nicht statt, also geht in eine separate Übung. Ja? Nur um das nochmal klarzustellen.